Hey, heute geht es um das Thema Bucketlist. Zum einen, wo der Name Bucketlist eigentlich herkommt, zum anderen, was in so einer Bucketlist eigentlich üblicherweise eingetragen wird. Und wir schauen uns auch mal an, ob das Ganze wirklich so eine Checkliste für den Tod ist oder ob wir nicht eigentlich viel mehr mitmachen können. Der Name Bucketlist kommt aus dem Film Das Beste kommt zum Schluss mit Jack Nicholson und Morgan Freeman. Der Film heißt im Englischen The Bucket List. Und ja, die beiden haben quasi vor ihrem Tod nochmal eine große Pläne und schreiben alles auf, was sie erleben wollen. Und das ist quasi das, was diese Bucketlist ausmacht. Und wenn man so ein bisschen rumschaut, die Bucketlist pflegt jeder so ein bisschen für sich selber. Es gibt größere Ziele, kleinere Ziele, aber auch einfach so ein paar Sachen, die man gerne mal erleben möchte. Größere Ziele wären zum Beispiel üblicherweise Dinge wie, ich möchte ein Haus bauen, Familie gründen, so all diese langfristigen großen Teile. Viele haben da auch so Reiseziele drin, welche Reisen sie quasi in ihrem Leben mal machen wollen, USA, China, wo auch immer. Für Leute, die weniger reisen, gibt es vielleicht etwa mehr actionlastige Sachen, Tauchen lernen, Reiten lernen oder solche Sachen, also Skills lernen. Viele verbinden das Ganze auch zum Beispiel mit irgendwelche Sprachen zu lernen. Und das ist so üblicherweise das, was man in so einer Bucketlist zusammenfasst. Ja, wie kannst du jetzt so eine Bucketlist pflegen? Naja, im Prinzip die einfachste Variante ist tatsächlich die Eimer-Variante. Du nimmst dir einen Zettel, schreibst auf, was du erlegen möchtest und schmeißt das Ganze in diesen Eimer rein. Und irgendwann schaust du den Eimer mal durch und guckst, was da alles so drin ist. Eine andere Variante wäre, das zum Beispiel im Notizbuch einzutragen oder wie ich das Ganze mache, online zu pflegen. Es gibt so Plattformen, die im Prinzip für Bildersammlungen sind, wie Pinterest oder auch Karteikarten wie Trello. Da kann man das Ganze ganz schön eintragen und dann auch entsprechend mit bunten Bildern und Grafiken schön sortieren, aufbearbeiten. Und ich zeige ihm einfach hier exemplarisch, wie das Ganze bei mir aussieht. Ich hatte das Ganze ja gerade so ein bisschen provokant eingeleitet. Ist die Bucketlist dann eigentlich nicht nur so eine Art Checkliste vor dem Tode? Also das, was ich nochmal kurz erleben will, abhaken und wenn alle Kreuze gesetzt sind, naja, dann ist es Zeit, in den Löffel abzugeben. Ähm, Schauen wir mal einmal hier kurz rein, was so Sterbende momentan am Sterbebett sagen, was sie eigentlich bereut haben. Das ist zum Beispiel der eine Teil. Ich wünschte, ich hätte mehr Mut gehabt, mein eigenes Leben zu leben und ich wünschte, ich hätte mir erlaubt, glücklicher zu sein. Also im Prinzip einfach Dinge machen, Dinge, die man leben will. Ja, das passt schon ganz gut. Es gibt den Teil, ich wünsche, ich hätte mir Mut gehabt, meine Gefühle auszudrücken und Kontakt zu meinen Freunden aufrechtzuerhalten. Auch Erlebnisse kann man ganz gut mit Freunden zusammen machen. Also von daher, die Sachen, die in der Bucketlist sind, haben durchaus eine Möglichkeit, das auch mit anderen Leuten zusammen zu machen. Und der letzte Teil ist, ich wünsche, ich hätte nicht so viel gearbeitet. Na ja, gut, das ist immer eine Sache, wie eure Lebensplanung ist. Aber für mich ist die Bucketlist eigentlich noch deutlich mehr. Mit der Bucketlist besteht eigentlich die Möglichkeit, längerfristige Ziele zu planen. Das bedeutet, ich schaue ab und zu in meine Bucketlist rein, im Monatsrhythmus oder im Quartalsrhythmus und schaue einfach mal an, was ist denn da eigentlich noch drin? Was sind so Dinge, die ich irgendwann mal erleben möchte? Und bietet sich vielleicht die Möglichkeit an, irgendwas zu machen. Ich habe zum Beispiel lange Zeit da drin gehabt, Tauchen lernen. Das ist immer so ein bisschen weitergegangen. Und irgendwann hat sich mal so eine Anzeige geboten gehabt, Tauchen lernen. Ich habe mir das angeschaut, habe mir das ausprobiert und habe dann irgendwann meinen ersten Tauchschein gemacht. Das war eine spannende Erfahrung. Und so sind halt auch viele Sachen, die ich im Laufe des Lebens erlebt habe, eigentlich anhand dieser Bucketlist gekommen. Reiten lernen, Haus kaufen, das sind alles so Sachen, die man irgendwann mal abgearbeitet hat, beziehungsweise die man gemacht hat und woraus man sich quasi neue Möglichkeiten erschaffen kann. Deswegen ist die Bucketlist für mich eigentlich immer so ein Gradmesser für meine langfristigen Ziele, was ich im Leben noch vorhabe oder potenziell erreichen kann. Wenn du auch eine Bucketlist hast und was da drin steht, dann schreib das doch gerne mal in die Kommentare rein und wenn du Lust hast, abonniere den Kanal. Ich freue mich auf dich im nächsten Video. Bis dann!